Hi, everybody. Hallo zu einer Frage, die mich jetzt schon zum Lachen bringt, weil es ist so ein Durcheinander in unserem Hirn, also zumindest in meinem. Hello and welcome to a question that already makes me laugh because there's such confusion in my head already. Wenn wir in solche Kurse gehen, wie in die Alchemiekurse, When we come to classes like the alchemy classes, was meinen wir, was wir verändern müssen? Und wieso wählen wir Veränderung und wählen wir nicht? what do we think that we have to change and why do we choose change? Und ist nicht jeder Tag sowieso schon Veränderung? Isn't it like that every day is a change anyway? Und dann überlegen wir uns, warum sollen wir in so einen Kurs gehen, weil wir haben doch nichts zu verändern. And then we think, why should we go to a class? Because there's nothing to change in our life. Und ist Veränderung immer schlecht oder kann Veränderung auch sein, wow, wie wundervoller kann mein Leben noch sein? And is change something bad, or can change also be, wow, how much more wonderful can my life actually be? So there's 3-4 components to this question. So the first component is, what do we think we have to change? Also das sind ja 4 Komponenten, die zu dieser Frage. Die erste ist, was glauben wir, was wir verändern müssen? What if you didn't think about having to change anything? Was, wenn ihr überhaupt gar nicht denken würdet, dass ihr überhaupt was verändern müsst? What if you stopped getting into your mind and trying to decide what it needs to change? Was, wenn ihr aufhören würdet, in eurem Verstand herumzusuchen und euch zu entscheiden, was es ist, was unbedingt verändert werden muss? What if you just allowed your body, acknowledge that your body actually brought you to the class? Was, wenn ihr anerkennen würdet, dass es tatsächlich euer Körper ist, der euch in den Kurs gebracht hat? And it knows what limitations it wants to let go of. Und dass euer Körper ganz genau weiß, welche Limitationen, Begrenzungen er gerne loslassen möchte. Because really, think about it. If you use your mind, would you really spend that money to go to a class? Und wenn wirklich, überlegt euch mal, wenn ihr wirklich euren Verstand benutzen würdet, um zu wählen, würdet ihr tatsächlich so viel Geld für einen Kurs ausgeben? Most people come to the class and when I ask them why they're there, they have no idea. They just Die know their body wants it. Die meisten Leute, die ich im Kurs frage, warum sie hier sind, haben keine Ahnung und wissen einfach nur, dass ihr Körper sie hingebracht hat oder dass sie in dem Kurs sein mussten. Aber warum? Keine Ahnung. Now, the next component was? Isn't every day a change? Yes. Die nächste Komponente war, ist nicht jeder Tag sowieso Veränderung? Ja. Und was ist falsch an Veränderung? Was machen wir unbewusst falsch an Veränderung? What's wrong about change? What do we make wrong about change unconsciously? Well, unconsciously, your body's, the mind is actually, well, the unconscious part of you is wanting change. There's part of you, but it's also trying to hold you in status quo because there you know it's safe. So the unconscious part wants change? At some levels, and at other levels, it's trying to create. Also es gibt einfach verschiedene Anteile. Der eine Teil will überhaupt keine Veränderung haben und versucht, dich im Status quo zu halten. Und dann gibt es einen Teil, der möchte gern, dass sich was verändert. So for me, part of you knows
that more is possible. Ein Teil, für mich ist es einfach so, dass ein Teil von dir weiß, dass mehr möglich ist. But there's part of your mind holding you in what you know, because this is where you feel safe and nothing can hurt you. Aber dann gibt es einen Teil von deinem Verstand, der dich da halten will, wo du bist, weil dieser Teil weiß, dass das, wo du jetzt bist, sicher ist. No, Und, you can't fail. I forgot something. und nichts dir Schmerzen bereiten kann. Ja, and nothing Aber will ist create das- pain. Aber ist das wirklich so? But is that true? No, it's bullshit. Danke. Nein, das ist Schwachsinn. Because we're constantly fighting the same battle. We're still creating the past all the time. Weil wir immer wieder den gleichen Kampf wiederholen, weil wir immer noch aus der Vergangenheit heraus oder immer die Vergangenheit wieder und wieder neu kreieren. Und das So, eigentlich ist nicht Veränderung, sondern das ist nur Wiederholung. And that's not change, that's just repeating. that's right. That's stagnation. That's death. Das ist Stagnation, das ist Tod. This is called order. Das benennen wir mit Ordnung. And you know, to create change, you have to create chaos. Und um Veränderung zu kreieren, musst du Chaos kreieren. And that chaos is not around you, it's actually in your own unconscious part of your being, where you're having to create these adjustments to something that's now new. Und das ist nicht ein Chaos rund um dich herum, sondern es ist in dir drinnen, wo du in dir Veränderungen kreierst, Anpassungen, die dein neues Selbst kreieren You know, it's oder like etwas Neues kreieren. it's like going into somebody else's kitchen and moving all the knives and forks from one drawer to another drawer. It creates chaos until everyone gets used to it. Das ist wie wenn du in die Küche von jemand anderem gehst und dort beginnst umzuräumen und zum Beispiel die Messer von einer Lade in eine andere Lade einordnest. Ja. Und das kreiert mal Chaos für alle, bis sie sich alle daran gewöhnt haben. And but this is what the mind wants to hold everything in place because it wants all its kittens in line. Aber der Verstand will alles so beibehalten, wie es die ganze Zeit war, weil es eben im Englischen sagt man das so, die kleinen Kätzchen alle in der Reihe haben möchte. Order. Das ist Mensch. Ordnung. Change is uncomfortable, but it doesn't have to be. It's that uncomfortable is just a choice. Und Veränderung ist unbequem, so it's uncomfortable for the mind, Yeah. für den Verstand, aber es muss tatsächlich nicht unbequem sein. Ob es nämlich unbequem ist oder dieses unbequeme Gefühl, das ist tatsächlich eine Wahl. Obwohl es ein Gefühl ist, obwohl wir uns sagen, es ist ein Gefühl und weil ich es fühle, muss es ja meins sein. Although we say because it's a feeling, this uncomfortableness, our mind says it has to be mine. It has to be uncomfortable because I feel it. Yeah. But what if you turn that into a party and celebrate? The change Aber is was, coming. wenn du eine Feier draus machst und das einfach feierst? Eine Party. I mean, really, we've had some really intense classes where there's been some really intense changes. And yes, there's lots of tears and screaming, literally. Wir hatten echt Kurse, wo es wirklich intensiv war, wo es intensive Veränderungen gab. Da gab es viele Tränen, da gab es auch mal eine kurze Schreierei. But the celebration going through that, and there's a level of joyfulness, was amazing. Aber gleichzeitig war da auch wahnsinnig viel Freude und Feiern über diese Veränderung. Und das, was dann nach hinten für das Leben rauskam, war grandios. And what then was created through that change for the life was awesome. Yeah, phenomenal. Ja, phänomenal.
they're still celebrating it. Und die feiern immer noch. Also keine Angst vor Veränderung. So, don't be afraid of change. Just because that's how it's always been, it doesn't make it true and right now. Nur weil etwas schon immer so war, bedeutet das nicht, dass das jetzt immer noch wahr und richtig ist. 100 years ago, they were doing studies to see if man could survive traveling at speeds of 30 miles an hour. Vor ca. 100 Jahren haben sie Studien betrieben, wo sie herausfinden wollten, ob es für den menschlichen Körper in Ordnung ist, ob der das überlebt, wenn er mit 30 km/h sich fortbewegt. Now hop on a train and travel from Switzerland to Austria, and I'm traveling at 200 kilometers an hour. Hello? Und jetzt setze ich mich in einen Zug von Österreich in die Schweiz und ich reise mit 200 Stundenkilometer. Surprise, Also, still Taking alive. coffee. und ja, du bist immer noch lebendig und du trinkst Kaffee dabei. So, what was possibly true back then is no longer true. So, Was damals in Frage gestellt wurde als Wahrheit, was damals geglaubt wurde, was wahr ist heute überhaupt nicht mehr wahr. And it was just 100 years ago, which is nothing. no. Das war vor 100 Jahren. I mean, and let's look at this. This is why I get so excited about this question. What is this? Und das ist, warum ich so aufgeregt bin über diese Frage, was ist das? Because the next question is, does this still work for me? Weil die nächste, darauffolgende Frage ist, funktioniert das so noch für mich? Or can I let this go? Oder kann ich das loslassen? And the body goes, bye. Und der Körper sagt einfach, weg damit, ciao. Oh, now I need some sugar. Und dann braucht der Körper ein bisschen Zucker. Yeah, So and it it's, can be really that easy, right? yeah, Es kann wirklich so leicht sein. Und And And that's yeah. the beauty about that classes. yeah. Und das ist das Schöne an diesen Kursen. Es geht so. Es I mean, kann so gehen. The biggest comment at the end of the class is, I have no words. You ask them what they've changed, they don't know, but they have no words to describe how they feel because it's just something so new. Am Ende des Kurses ist das Schönste immer, wenn man sie fragt, was habt ihr verändert? Und sie sagen, ich habe keine Worte, weil das Gefühl, das sie fühlen am Ende des Kurses, ist so neu, dass die Worte dafür einfach fehlen, das Gefühl zu beschreiben. Und dann kommt die Frage, und was ist nach dem Kurs? And then comes the question, what after the class? Also bleibt diese Veränderung oder was ist eine Woche später? Does this change stay with me? What will happen a week after class? Zum Beispiel. Good question, gute Frage. Und da sind wir dann wieder bei der Wahl, oder? And then we are in choosing again, right? Yeah. Choosing doesn't stop. Wählen hört niemals auf. You wake up in the morning, you choose. Sorry? You wake up in the morning, you choose, you begin choosing. Wenn du in der Früh aufwachst, fängst du schon mit dem Wählen an. Body, show me the joy. Körper, zeig mir die Freude. Body, what can we do today or be today to create more joy than yesterday? Körper, was können wir heute sein oder tun, um mehr Freude zu kreieren als gestern? Also es ist wie Atmen. It's like breathing. Good.
And some days you can breathe nice and shallow and quietly, and other days you've got to go. An manchen Tagen ist es einfach so, dass du einfach sanft und angenehm und leicht vor dich hin atmest und an manchen Tagen ist es halt eher Really, some days you've got to take a deep breath and just step forward. an manchen Tagen muss man tatsächlich wirklich einen tiefen Atemzug nehmen und einfach einen Schritt weitergehen. And that's still a choice. Und auch das ist immer noch eine Wahl. Cool. Dankeschön Thank für die kurze Unterhaltung zum Thema Veränderung. Thank you for that short chat about change. You're welcome. Und für all die, die sich erlauben wollen, für sich selbst Veränderungen noch bewusster einzuladen in ihr Leben. For all the people who would like to allow themselves to invite change even more conscious, Herzlich willkommen in einer Alchemy of the Body Class worldwide. warmly welcome in an Alchemy of the Body class, wherever it is in the world. Natürlich auch herzlich willkommen in einer Einzelsession mit Greg Bryers. And of course, warmly welcome in a session face-to-face with Greg Bryers. And if you need translation, sorry. Wenn du eine Übersetzung brauchst, dann ist das durchaus zu organisieren. Oh yeah, we can organize it. Keine Ausrede, nicht grandios zu wählen. No excuse. No. Danke. Thank you. Bye. Bye. See you later.